Wenn der Maibaum wieder am Dorfplatz steht und sich alles um die Madeln dreht, wenn sie ihre heißen Dirndln zeigen und wir Burschen uns die Augen reiben. Hä? Was ist ein Maibaum? Ein Baum, der nur im Mai wächst oder blüht? Am Montag habe ich euch ein Beispiel gezeigt, heute erkläre ich die Traditionen des Maibaums. Ein Maibaum ist kein echter Baum. Er sieht mehr wie ein großer, geschmückter Stromast aus, als wie ein Baum. Wenn du ein Beispiel davon sehen willst, solltest du das Video von Montag schauen. Aber heute spreche ich mehr über die Tradition. Das Aufstellen des Maibaums ist eine feierliche Veranstaltung. In München schauen viele Menschen aus der Stadt zu, wenn der Maibaum von einem Kran der Münchner Feuerwehr aufgestellt wird. Aber in kleineren Orten wird der Maibaum in Gemeinschaftsarbeit und mit langen Stangen aufgestellt. Danach spielt eine Blaskapelle ein paar Stunden Musik, während die Bürger tanzen, um die Maibaumaufstellung zu feiern. Es gibt auch ein paar komische Traditionen des Maibaums. Die Bürger mancher benachbarter Gemeinden Münchens stehlen die Maibäume von anderen Gemeinden. Es gibt natürlich Regeln für sowas. Maibäume dürfen nur vor der Aufstellung gestohlen werden. Man darf den Maibaum auch nicht zu früh stehlen. Der Maibaum muss schon gefällt und in das Gebiet gebracht worden sein, wo er aufgestellt werden soll. Nur wenn man selbst vorhat, einen Maibaum aufzustellen, darf man einen Maibaum einer anderen Gemeinde stehlen. Wenn ein Wächter seine Hand während des Diebstahls auf den Stamm legt, ist der Raub misslungen. Falls man erfolgreich mit dem Diebstahl ist, fordert man natürlich ein Lösegeld. Normalerweise Bier und Essen für die Diebe. Offensichtlich ist das alles nur ein Scherz, aber sie nehmen diesen Scherz sehr ernst. Walpurgisnacht ist ein Fest, das am Abend vom 30. April anfängt und oft bis in den 1. Mai hineingefeiert wird. Walpurgisnacht ist auch als Tanz in den Mai bekannt, da man um den Maibaum tanzt. Während sie in Bayern einen Maibaum aufstellen und um ihn tanzen, zünden sie in anderen Regionen ein Feuer an. Das nennt man Maifeuer oder Hexenfeuer. In manchen Gegenden springen Verliebte über das heruntergebrannte Feuer. Das ist ein sogenannter Maisprung. Walpurgisnacht ist auch einer der höchsten Feiertage im Satanismus. Der traditionelle Maibaumtanz hat aber nichts mit Satanismus zu tun. Dieser Tanz ist ein schwindelerregendes Hin- und Herbewegen mit Bändern. Viele Tänzer nehmen Bänder und gehen kreuz und quer damit, bis die Bänder ineinander verschlingen, um ein Münster um den Maibaum zu binden. Falls ihr das Skript dieses Videos auf Deutsch und Englisch nebeneinander herunterladen wollt, könnt ihr es auf meiner Patreon-Seite finden. Ich lade auch eine MP3 von jedem Video hoch und mache Arbeitsblätter, mit denen ihr euer Deutsch üben könnt. Link in der Beschreibung. Ich gehe jetzt, um einen Baum zu fällen und zu bemalen, um ihn herum zu tanzen und danach ein Feuer anzuzünden. Tschüss!